Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Heute geht es um das Samsung Wireless Charging Trio. Steht Charge Together 3 in 1. 9 Watt Fast Wireless Charging. Das ist klasse, bin ich mal gespannt. Hier sehen wir die Mulde für die Galaxy Watch. Auf der rechten Seite steht 3 in 1 Wireless Charging, Convenient and Easy Placement, 9 Watt Fast Wireless Charging sowie LED Dimming Mode. Auf der Rückseite Wireless Charger Trio und all das, was ich eben gerade vorgelesen habe, nichts Neues. Und da stehen natürlich die kompatiblen Geräte, zum Beispiel die Galaxy Note 20 Serie, die S20 Serie, die Note 10 Serie oder S10 Serie, geht bis zum Galaxy S6 runter. iPhones werden auch unterstützt, allerdings gibt es nur Probleme mit der Apple Watch. Wir werden es aber natürlich testen. So, links steht nochmal Wireless Charger Trio. Unten 2 Siegel. Oben 2 Siegel. Lasst uns die Siegel durchtrennen. Erster Schnitt. Zweiter Schnitt. So, die Siegel sind durchtrennt. Wir heben den Deckel an und ziehen die Box raus. Zum Vorschein kommt direkt das Ladepad. Oh, die ist ganz schön groß. Und das ist kein absolutes Weiß, also kein alpiner Weiß. Wir ziehen an der Lasche und heben es an. Es hat ein gutes Gewicht. Hier sehen wir die Ladepunkte. Hier die 3 LEDs mit den Symbolen für die Uhr, ein Handy und die Kopfhörer. Wir legen es ganz kurz beiseite. Wir haben einen Quick Start Guide, wie immer, nichts Neues. Und auf dem sehen wir, wie wir die Geräte anordnen können. 3 Geräte auf einmal. Eine Uhr, einmal Kopfhörer und ein Smartphone. Hier haben wir das Super Fast Charging Netzteil mit bis zu 25 Watt. USB-C Eingang. Dann haben wir selbstverständlich noch das Ladekabel. Das sehe ich jetzt schon raus. Das sind 2x USB Typ C Eingänge bzw. Enden. Genau. Schön. Legen wir beiseite und gucken uns die Verpackung an. Die ist jetzt leer. Da ist nichts weiter drinnen. Jetzt kommen wir natürlich zum Star der Show, die Ladematte. Wireless Charger, Modell EDP6300. Jetzt lasst uns die Folie entfernen. Genau. So, hier haben wir 2 Gummistreifen. Die sorgen für den nötigen Grip. Das Material fühlt sich gut an. Ein bisschen rau. Gehen um das Gerät herum und sehen nichts, keine Eingänge, bis auf hinten USB Typ C. Die Oberseite fühlt sich gut an. Ja. Schön verarbeitet, muss ich zugeben. So, jetzt aber nochmal der Vergleich zwischen den Farben. Also wir sehen wirklich, dass das Netzteil ja ein alpiner Weiß ist und die Ladematte so ein, ich sag mal, ein dreckiges Weiß. Also kein reines Weiß. So, Ladekabel ans Ladenetzteil, anderes Ende des Ladekabels an die Ladematte und Netzteil an die Steckdose. Wir probieren das Galaxy Note 20 Ultra. Es lädt. Positionswechsel. Auch hier lädt's. Ihr seht, die linke LED fängt an zu leuchten. Noch ein Positionswechsel. Und es klappt wieder. Die linke LED leuchtet wieder auf. Ein weiterer Positionswechsel. Und die mittlere LED leuchtet auf. Sehr gut. Und wir sehen einen Hinweis
Induktives Aufladen leise halten. Bei einigen Ladegeräten verursacht das schnelle induktive Laden ein Lüftergeräusch oder aktiviert LEDs. Sie können einen Zeitplan für das schnelle induktive Laden festlegen, damit Sie nicht gestört werden, wenn es nicht passt. Ja, finde ich gut den Hinweis. Nun testen wir die Apple Watch. Ja, ich platziere sie, drücke sie auch ein bisschen an, aber die LED leuchtet nicht. Also der Ladevorgang startet nicht. Probieren wir es nochmal hier mit anderen Positionen. Nein, da tut sich nichts. Absolut nicht. Ja, das, was ich befürchtet habe, wird zur Realität. Nein. Ich nehme sicherheitshalber nochmal die Armbänder ab, um die Apple Watch richtig in die Mulde drücken zu können. Aber was ist das denn? Jetzt sehen wir auch den Grund. Also da sind irgendwie Magnete eingearbeitet, die die Apple Watch zum Drehen bringen bzw. abstoßen, ja, sodass der Ladevorgang nicht startet. Also, definitiv keine Lademöglichkeit der Apple Watch. Nein. Ihr seht's, geht auf Biegen und Brechen geht es nicht. Selbst wenn ich das lange gedrückt halte, startet der Ladevorgang nicht. So, kommen wir zum nächsten Apple-Produkt. Die Apple AirPods Pro. Ja, die haben einen Lightning-Eingang, aber Gott sei Dank können die auch induktiv aufgeladen werden. Da klappt's. Wunderbar, das freut mich. Ich würde ja jetzt auch mein iPhone austesten. Allerdings filme ich ja gerade mit dem iPhone. Müsst mir an dieser Stelle bitte vertrauen, es klappt auch damit. Überhaupt kein Problem. Das Einzige, was halt wirklich nicht klappt, ist die Apple Watch. Kommen wir jetzt zur Geräuschkulisse, die die Ladematte von sich gibt, wenn Geräte geladen werden. Und jetzt habt bitte keine Angst. Also diese Geräuschkulisse ist wirklich nur, wenn ich mein Mikrofon ganz dicht an das Gerät halte. Wenn ihr jetzt einen Abstand von, ich sag mal 30 bis 50 cm zur Ladematte habt, sollte es euch nicht stören. Auch nachts nicht, wenn ihr schlafen geht. Denn dieses Gerät hat keinen Lüfter. Wir nehmen also nun Spulenfiepen wahr, was auf Entfernung nicht so schlimm ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war's von diesem Video. Bis zum nächsten Mal.